أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Liebe Zuhörer, meine Damen und Herren, Thema meiner heutigen Rede ist: Unser Paradies ist unser Gott, und auf welchem Wege soll ich ihn erreichen? Allah Ta'ala hat in seinem Buch und durch die Propheten die Menschen diese frohe Botschaft gegeben, dass es gibt ein höheres Wesen, der Schöpfer all dieser Universum ist, und sein Name ist Allah, und er möchte, dass er erkannt wird. In ein Hadith sagt Hazrat Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam: Ich war ein verborgener Schatz und ich wollte, dass die Menschen mich erkennen, dass ich erkannt werde, und deswegen habe ich die Krone der Schöpfung, den Menschen, erschaffen, und habe ich ihm die Fähigkeiten gegeben, dass er nachahmen kann und die andere Abdrücke akzeptieren kann, und hat den Gehirn und Intellekt erhalten, unermessliche Fortschritte zu machen. Allah Ta'ala hat sehr viele Namen, also es heißt sehr viele Attribute. Und wenn Sie hier sehen, da sind verschiedene Namen Allahs, stehen auf die Banner verschiedenen, die sind auf Arabisch, Urdu und sowohl auf Deutsch. Und seine Attribute sind dazu, dass der Mensch diese Attribute in sich aufnimmt und wie ein Spiegel diese widerspiegelt, und durch den Menschen den Schöpfer zu erkennen, das ist Sinn und Zweck. Und da sagt Allah Ta'ala, sagt er, was ist die beste Farbe außer Allahs Farbe? Ihr sollt Allahs Farbe annehmen, also seine Attribute in sich aufflackern lassen. Wie ein Kind nach dem Geburt auf natürliche Eifer aus Liebe zu der Mutter zu ihr eilt und nur in ihrem Schoß den Trost findet und bei jeder Not und Bedürfnis nach Mutter schreit, genauso hat Allah Ta'ala in den Menschen dieses gelegt, dass er auch im Notfall und Bedarf und jede Bedrängnis nach Allah rufen kann und nach ihm ruft. Und das ist auch Sinn und Zweck seines Daseins. Und wenn der Mensch seinen Lebenszweck und seinen Daseinszweck erfüllen möchte, alles, was er dafür tut und bemüht, um den Schöpfer und seinen Herrn zu erlangen, dann zeigt er selber ihm den Weg. So Allah Ta'ala sagt im Koran: Die auf unserem Wege sich bemühen, wir werden wahrlich denen auf unserem Wege leiten. Außerdem die solche Bestrebende, denen ist die Frohbotschaft, dass die werden ihn sehen können, mit ihm treffen können, und sagt: Oh Mensch, sicherlich du wirst hart bemühen müssen, aber dann wirst du ihn sehen können, ihn treffen können. Ein wahrer liebender Liebhaber, der wirklich seinen Herrn sucht und auf seinen Wege sich bemüht und bestrebt. Dafür ist wichtig, dass er seine Sehnsucht in ihm ist, und die kann nicht ohne Liebe sein. Er sucht er macht sich auf die Suche seinen Geliebten und ruft nach ihm: Wie soll ich in deine Gasse kommen? Welche Dienste sind, die ich vollbringen muss, um dich zu erreichen?
Islam ist ein vollkommenes Religion und ein gesegnetes, dass wenn der Mensch wirklich danach richtet, was der Islam lehrt und aus Standhaftigkeit, voller Zuversicht und standhaft dabei bleibt, dann wird er ihm erreichen. In dieser Zeit hat Hazrat Masih Wassalam hat das Buch Gottes, da die alle Lehren befolgt und jede kleinste Anweisung nicht außer Acht gelassen und hat so seinen Herrn erlangt. Er sagt, keine Erkenntnis kann vollständig werden, wie lange wir nicht Gottes Buch lesen und befolgen. Das ist der Beweis dafür. Denn sein Wort, wenn der offenbart wird, da kommt ein Licht damit zusammen und dann sein Antlitz, seine Kraft und voller Macht zeigt er sich. Und dann erhebt er den Menschen zu Himmel hoch und außer sein Wort, es gibt kein anderer Weg, ihm zu erlangen. Und so hat Allah Ta'ala in Koran Majid verschiedene Wege gezeigt, wie wir Allah Ta'ala erreichen können, mit ihm in Verbindung eintreten können und nach ihm auch seine Khalifen ermahnen und führen uns jeden Tag auf die Wege. Und da musste ich die Zeit ansprechen, einige Sachen beschreiben würde. Erste Mittel, der ist, oder erster Weg, ist, dass wir den Schöpfer erkennen, seine Attribute darüber Erkenntnis erlangen und aus voller tiefster Überzeugung an ihm glauben. Und das ist wirklich so, dass das ist eine prinzipielle Sache, wenn wir wissen, was gut ist und schön ist, dann möchten wir seine Nähe ihm nah sein. Und in einer Beziehung mit Gott einzutreten, ist auch wichtig, dass wir seine Schönheiten darüber informiert sind. Also Masih Wassalam sagt, was für unglückseliger ist der Mensch, der immer noch nicht weiß, dass er hat einen Gott und der ist allmächtig. Unser Paradies liegt in unserem Gott. Unser höchstes Vergnügen liegt in unserem Gott, denn wir haben ihn gesehen und haben in ihm jegliche Schönheit gefunden. Dieser Reichtum ist es wert, dass man ihn erwirbt, auch wenn man sein Leben hinzugeben hat, um es zu erwerben. Dieser Rubin ist es wert, dass man ihn erwirbt, auch wenn man sein Selbst verlieren muss, um ihn zu erstehen. O ihr, die beraubt seid, rennt zu dieser Quelle, und sie wird euren Durst stillen. Es ist die Quelle des Lebens, die euch retten wird. Was soll ich tun und mit welcher Trommel soll ich diese Verkündigung bekannt geben, dass diese euer Gott ist, so dass die Menschen hören mögen? Welches Heilmittel soll ich in euren Ohren auflegen, so dass ihr hören könnt? Wenn ihr zu Allah gehört, dann seid sicher, dass Allah in der Tat euch gehören wird. Der erste Kalif sagt, ihr sollt seine Attribute in euch auferwecken. Und selbstverständlich wird dadurch Allahs Weg wird euch näher kommen und seine Heiligkeit und Erhabenheit wird eure Reinheit zu sich ziehen. Aber die Leute, die schlecht sind in sich und unrein sind, dann sagen die, wie können wir keine Beziehung zu Gott haben? Dann sollen die wissen, wer nicht selber rein ist und sich nicht selber reinigt, wie soll er zu einem heiligen, fehlerfreien, reinen Gott mit ihm in eine Verbindung eingehen können? Zweiter Weg, um Allah zu erlangen, ist, also Rasul Pak sallam, ihm vollkommen zu befolgen. Egal wie ein Mensch sich bemüht, er kann den Gott nicht erreichen, wie lange er nicht die Wege beschreitet, die selbst Allah Ta'ala aufgezeichnet hat. Und da hat Allah Ta'ala in Koran Majid gesagt,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sagt denen, wenn ihr Allah liebt, dann sollt ihr mich befolgen, dann wird Allah euch lieben und er wird eure Sünden vergeben und er ist allverzeihend und barmherzig. Ohne Zweifel, also Rasul Pak, der heilige Prophet hat jeden Moment seines Lebens, um Allahs Namen hochzuhalten, verwendet. Und jede seine kleinste Anweisung befolgt und in Wort und Tat ihm gepriesen. Und sein Leben war nur für ihn gewidmet. Da sagt im Koran, sagt denen, dass meine Gebete und mein Opfer und mein Leben und mein Sterben ist nur für den einen, den Schöpfer der Welten. Deswegen hat Allah Ta'ala bis zum Ende dieser Welt ihm als Beispiel genannt. Seine Wege hat er Beispiel genannt und sagt in Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Für euch ist der Allahs Prophet ist die beste Beispiel. Und das ist der einzige Weg, wodurch wir jetzt heute in seiner Gehorsamkeit ihm zu befolgen, den Allah Ta'ala erreichen können. Heutzutage hat Hazrat Masih dies getan. Und er ist genau Schritt für Schritt seinen Herrn und Meister befolgt. Und dadurch hat er eine lebendige Beziehung zu Gott bekommen. Und das ist ein Beweis dafür. Also Masih sagt selber, um Allahs Geliebter zu werden, das ist das Beste und nur dieser einzige Weg, dass wir seinen Propheten, seinen geliebten Propheten befolgen. Es gibt keinen anderen Weg, der euch zu Gott führt. Und ich sage euch, es ist das der einzige und der beste Weg. Sonst seine Bemühungen sind nicht mit Erfolg gekrönt. Also Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, seine Gefolgschaft ist Allahs Gefolgschaft. Allah Ta'ala hat selbst in Koran Majid gesagt, wer ihm befolgt, befolgt mir. Und das steht es in Koran Majid, Man yuti' Rasula faqad ata Allah. Der diesen Rasul, also diesen Propheten befolgt, er befolgt Allah. Denn er tut nichts von sich, sondern alle seine Taten, alles ist nur Allahs, auf Allahs Geheiß. Also Masih sagt, ich habe nicht aus eigenen irgendwelche Werk oder so diese Gnade erhalten, sondern nur in die Befolgschaft diesen heiligen Propheten. Und er wäre nicht möglich gewesen, diese Gnaden zu erhalten, ohne meinen Herrn und Meister, ihm zu befolgen. Und dieses Wissen und diese spirituelle Ränge, die ich erhalten habe, sind nur, und Gottes Nähe, die ich erlangt habe, ist nur die Belohnung in dieser Befolgschaft. Und ich sage euch aus voller Wissen, dass kein Mensch kann Allah Ta'ala erreichen, ohne ihm zu befolgen. Hazrat Masih Maud sagt, ich schwöre bei Allah, wovor man nicht lügen kann, Gott hat mir wegen der Befolgschaft meinen heiligen Propheten, Herrn und Meister, hat er mir dies bewiesen, dass durch diese Befolgschaft habe ich die Liebe Allahs erhalten und die habe ich so von Himmel auf mein Herzen kommen gesehen und ein Licht habe ich auf meinen Herzen kommen gesehen und wurde erleuchtet und seine Zeichen. So, und ich habe diese Lichter gesehen, so ob ich meinen Herrn mit eigenen Augen gesehen hätte. Also Masih sagte, seit wann wir diese Lichter haben, ein Teil des Lichtes von Propheten, wir haben die Beziehung zu Allah erhalten. Und in deinen Gesichtauszügen sehen wir
den Schöpfer. Durch dich, deine Befolgschaft, haben wir Allah befolgt und erlangt. In Koran Majid sagt Allah Ta'ala, O ihr die Menschengläubigen, sei Muttaqi, also gottesfürchtig, und ihr sollt einen Vermittler suchen, einen Weg suchen, Mittel suchen, über den ihr den Allah erreichen könnt. Also das Khalifatum Masih Rabbi sagt, um Allahs Nähe zu erlangen, brauchen wir einen Vermittler. Und weil wir selbst direkt mit ihm keine Beziehung eingehen können, und der Vermittler ist, der ewige Vermittler ist jetzt der einzige heilige Prophet. Es ist unmöglich zu denken, dass wir große Persönlichkeiten ohne irgendeine Vermittlungsstelle erreichen können oder mit denen zusammenkommen können. Und genauso um Allah, den Schöpfer aller Welten, können wir auch nicht ohne diesen Vermittler erreichen. Dritter Weg ist, Allah Ta'ala hat den Menschen für seine Gebete erschaffen, dass er ihm dient. Er sagt, ich habe nicht die Großen und die Kleinen erschaffen, ohne dass die mich dienen. Gottesdienste, das ist der Sinn und Zweck, damit den Gott zu erlangen und eine lebendige Beziehung mit ihm zu unterhalten, ihm zu erkennen. Und dadurch, Allah Ta'ala zeigt sich selber auf die Welt, durch seine Diener. Und dann sehen wir, dass der Mensch, wenn er ihn erkennt und diese lebendige Beziehung eingeht, dafür ist auch wichtig, dass man diese Gottesdienste vollbringt. Allah Ta'ala hat ohne zu erbitten und verlangen, ohne Bitte, ohne irgendwas zu tun, hat er uns alles gegeben, Hände, Füße und alle diese Körperteile. Und seine Gaben sind unzählig und seine Güte ist unermesslich. Deswegen ist auch wichtig für uns, dass wir ihm dankbar sind gegenüber ihm und ihm dienen. Einmal sind die Gottesdienste allgemein, das sind die Menschenrechte. Und dann sind andere, die sind die Fundamente und die Säulen des Islam. Da ist Beispiel der rituelle 5-malige Gebet am Tag. Also Muslim sagt, Allah Ta'ala zu erreichen ist auch ein Ziel. Es ist aber sehr weit. Und wer diese Wege schnell hinter sich legen möchte, dann soll er diese Vehikel nehmen. Das Gebet, rituelle Gebet ist ein Vehikel. Und dadurch kann er Allah Ta'ala schneller erlangen. Hazrat Rasulullah sagt, mein Diener, wenn er betet und durch die Nafas meine Nähe erlangt, dann fange ich an, ihn zu lieben. Und wenn ich ihn liebe, dann werde ich sein Ohr, wodurch er hört. Werde seine Augen, wodurch er sieht. Und ich werde seine Hand, wodurch er greift. Und ich werde seine Füße, womit er geht. Denn so, dass ich richte alle seine Werke. Wenn er von mir was erbittet, dann gebe ich ihm. Wenn er ein Zuflucht sucht, dann gewähre ich ihm Schutz. Von den Gottesdiensten, Fasten ist auch ein sehr wichtiges Mittel. Allah Ta'ala sagt in einem Hadith, ich habe alle Gebete oder Gottesdienste sind für den Menschen selbst. Der hat selber auch Nutzen davon, aber Fasten ist nur für mich. Und ich bin die Belohnung dafür. Denn wenn er fastet, für diese Gottesdienst, wenn er vollbringt, bin ich selber und ich werde ihm mich zeigen. So sind die Gottesdienste auch ein wichtiges Mittel, ihm zu erlangen. Vierter Weg ist, die Menschenrechte zu erfüllen. Denn wenn wir die Menschen, deren Sympathie hegen, für denen helfen, die Bedürftigen helfen, und wenn wir einer krank ist, dass wir ihm kümmern, ihn besuchen, ihm Mut machen, wenn er hungrig ist, dass wir ihm zu essen geben.
Und die Sympathie zu den Menschen, das ist einer der wichtigsten Punkte, wodurch der Mensch den Gott erlangen kann, den Schöpfer selber erlangen kann. In einem Hadith sagt der Koran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala wird sagen am jüngsten Tag, ich war krank und du hast mich nicht besucht, nicht um mich gekümmert. Er wird sagen, wie kannst du krank werden? Du bist allmächtig. Und wie sollte ich dich um dich kümmern? Da wird er sagen, weißt du nicht mehr, dass da war ein Diener von mir, der war krank und du bist nicht zu ihm gegangen und hast du ihm nicht geboten. Hast du es nicht verstanden, wenn du ihn besucht hättest, hättest du mich in seiner Nähe gesehen und gefunden? O du Kind Adams, ich war hungrig und ich habe dich um Essen gebeten, aber du hast mir nicht gegeben. Da wird er sagen, wie kannst du hungrig sein, mein Herr? Da wird er sagen, verstehst du, weißt du nicht mehr? Mein Diener, derjenige hatte dich um Essen gebeten, du hast ihm kein Essen gegeben. Wenn du ihm zum Essen gegeben hättest, wäre es so, dass du mir gegeben hättest. Und so, dass wenn der Mensch seinen notleidenden Menschen, deren Bedürfnisse beseitigt und deren Not lindert und das fühlt, dann diese Bemühungen werden auch eine Liebe zu Allah Ta'ala verstanden. Und ob er selbst den Allah Ta'ala auf seinen Weg sich bemüht hätte und als Belohnung wird ihm Gottes Liebe zuteil. Und dann wird er auf die Wege geleitet, wo selbst der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeichnet hat. Wenn der Mensch all diese Wege begeht und beschreitet, dann kann er in seinem Leben jeden Tag Allah begegnen. Einmal Herr Mustafa Sabesab, er war Missionar in Charge, Leitender in Kanada, war ein arabischer Ahmadi. Er wurde eingeladen zu einem Tee. Und da sagte er, ich habe einen Termin mit Gott, möchte ich ihn besuchen, ich bin in Eile. Und da wurde gefragt, was sagen Sie? Da sagte Mustafa Sabesab, ja, ich treffe meinen Herrn. Dann sagt er, weil ein Hadith das kommt, wenn jemand einen Kranken besucht, dann wird er ihn in seiner Nähe finden. Und ich möchte jetzt einen kranken Bruder besuchen und ich bin sicher, zuversichtlich, dass ich dadurch meinen Herrn sehe oder treffe. Und das ist einer der besten Wege, seine Schöpfung zu lieben und Sympathie zu hegen. 5. Weg ist Gebet, Bitten. Bandagi, also Bitten und Dienen, das ist ein hoher Rang, das ist nicht einfach. Und dafür muss man sich sehr bemühen. Und wenn wir Menschen ihm suchen und unsere Taten in eine Kette vollbringen, dann fangen wir an, den Weg der Bandagi, also Diener, dann werden wir langsam sein. In Koran Majid sagt Allah Ta'ala, wenn meine Diener von dir über mich fragen, sag denen, ich bin in deren Nähe. Wenn der Bittende mich ruft, dann werde ich seine Rufe erhören. Aber er soll auch meine Anweisungen befolgen und an mich glauben, damit er recht geleitet wird. Über Gebet sagt Hazrat Muhammad, es ist Gebet, wodurch wir Allah Ta'ala erkennen können und dadurch wir diese allmächtige Wesen erfahren können, die in tausende Schleier verborgen ist. Ohne diese Gebete können wir niemals, kein Mensch die wahre Gewissheit erlangen. Durch den Gebet können wir Offenbarungen erhalten. Gott spricht dann mit uns. Wenn ein Mensch wirklich aus tiefstem Herzen zu ihm wendet, dann öffnet er sich, offenbart er sich selber auf ihm und dann sieht er seinen Herrn. Und
Es ist nur das Gebet, wodurch wir den Allmächtigen erfahren können und sein Antlitz erfahren können. Und der zweite Kalif sagt über diesen Vers, ja, hier sind die Diener bedeutet, dass die Liebenden, die Allah Ta'ala lieben und wie ein Liebhaber nach seinen Geliebten sucht und umwirkt, genauso suchen seine, die ihm lieben, suchen ihm und irren rum. Und da wird denen Trost geschenkt. Das mach keine Sorge, ich bin in eurer Nähe. Allah Ta'ala hat es sind Veränderungen, die sind wichtig. Erste Änderung, die in einem Herzen entsteht, dass wünscht, dass den Allah erlangt, den Gott erlangen kann. Aber allein Wunsch ist nicht, also damit kann ihm nicht erlangen. Aber es ist wichtig für ihn, einen Wegweiser zu haben. Und da sagt Allah Ta'ala, du sollst denen sagen, wenn die mich suchen, die sollen an dich wenden. Und du wirst denen den Weg zu mir zeigen. Das ist die zweite Änderung. Das heißt, um den wahren Weg zu begehen, wodurch man den Allah Ta'ala erlangen kann, den Schöpfer erreichen kann, ist über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beispiel zu nehmen. Sechster Weg ist, dass der Mensch demütig lebt, denn Hochmut, Stolz, die sind ihm zuwider und die entfernen uns von Gott. Und der Mensch soll demütig in seinen Herzen sein und Gottesfurcht haben in seinen Herzen. Dadurch kann er Gott erlangen und er soll sich bemühen, dass er von jeder schlechten Tat, jeder Übel fernbleibt, denn dadurch wird sein Herz unrein. Und wir können den heiligen und fehlerfreien und reinen Gott nicht erreichen, wenn wir selber nicht rein sind. Also Muslim sagt, wenn einer diesen reinen und heiligen liebt, dann soll er sich selber reinigen. O du Prüfender, dann soll er demütig werden. O du Prüfender, Suchender, du sollst diesen Rezept und diese Methode auch ausprobieren. O du Bodenwurm, du bist nicht mehr als Bodenwurm. Verlass diese Stolz und Überheblichkeit. Du sollst demütig werden. Du sollst in deinen Gedanken der Schlechteste und der Wenigste unter die Menschen sein. Vielleicht dann wirst du deinen Gott erreichen. Und wenn ihr, weiter sagt Allah Ta'ala, wenn ihr möchtet, dass Gott mit euch im Himmel zufrieden sein soll, dann seid einig und seid eins wie zwei Brüder derselben Mutter. Derjenige unter euch ist edler, der Sünden seines Bruders mehr als andere vergibt und zum Untergang verurteilt ist derjenige, der widerspenstig ist. Solch einer hat nicht mit ihm gemeinsam Der Böse kann seine Nähe nicht erreichen, der Hochmütige kann seine Nähe nicht gelangen. Noch kann es der Tyrann, noch einer, der Vertrauen bricht. Noch kann es einer, der nicht bereit ist, alles für die Ehre seines Namens niederzulegen. Noch jene, die den Vergnügungen der Welt anheimfallen, wie Hunde und Ameisen und Geier. Und die zufrieden sind mit dem Luxus der Welt, die können ihn nicht erreichen. Jedes unkeusche Auge ist weit entfernt von ihm. Jenes unser unreine Herz kennt ihn nicht. Jene, die den Todespein für seine Sache dulden, werden von dem Feuer der Hölle errettet werden.
der seinetwillen weint, wird am Ende lachen. Und der mit der Welt seinetwillen bricht, will dem begegnen. Seid Allahs Freunde und mit eurem ganzen Herzen in aller Ernsthaftigkeit. Allah Ta'ala sagt, der 7. Weg ist Standhaftigkeit. Allah Ta'ala sagt, die sagen, wir haben einen Herrn und dann standhaft bleiben, dann die Engel werden auf denen herunterkommen und die werden zu denen sagen, fürchte euch nicht und sei froh, denn dieses Paradies werdet ihr bekommen, der euch geheißen ist. Also Masih sagt, vollkommene Standhaftigkeit ist so, wenn wir von allen Seiten all die Übel sehen und umsingelt sind. Und es soll nicht sein, der uns Trost und einen Ausweg zeigt. Und dann auch nicht wie die Feigen zurücktreten, sondern loyale, standhaft bleiben und uns selber vor diesem Schicksal davor nicht fürchten. Wie lange wir diese Prüfung nicht vollständig erfüllt haben, das ist diese Standhaftigkeit, können wir nicht den Gott erreichen. Das ist das, die Propheten zuteil wird. 8. Weg ist Koran. Es ist Taqwa, Gottesfurcht. Das ist aber diese Wurzel aller anderen Wege. Wenn Allah Ta'ala hat in Koran Majid immer wieder erwähnt, über die Leute, die gutes Ende finden werden, das sind die Muttaqis. Hudallil Muttaqin, das Koran Majid ist der die Muttaqis auf den rechten Weg leitet und den richtigen Weg zeigt. Die Allah Ta'ala mit dem eingegangenen Versprechen erfüllen und in Gottes Furcht deren Leben verbringen. Dann sollen die denken, Allah liebt denen und die haben den Allah erlangt. In Allah Ta'ala Quran Majid sagt, ja, sicherlich, wer auch seinen Eid erfüllt hat und ist gottesfürchtig, dann soll er wissen, Allah Ta'ala liebt die Muttaqis, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Und alles, was der Mensch gute Taten vollbringt, und dann werden nur von denen angenommen, die wirklich im Gottesfurcht aus reinen Herzen deren Taten vollbringen und darlegen. Wie Allah Ta'ala sagt, nur die Muttaqis, deren Opfer werden angenommen. Und das ist einer der besten Mittel. Dafür gibt es Garantie. Allah Ta'ala garantiert, dass jeder, der Muttaqi ist, der Gottesfürchtig, der fromm ist, der rechtschaffen ist, ihm hat er Paradies verheißen. Und da sagt in Koran Majid, gute Ende ist für die Muttaqis. Und sie sollen es wissen, die werden in dieser Welt Allah Ta'ala erreichen und deren Paradies sehen können. Also Muslim Islam sagt, ein Muttaqi wird den nächsten Leben in dieser Welt erfahren. Die werden in dieser Welt den Gott sehen und mit denen sprechen. Hazrat Amirul Mu'minin, der 5. Khalif, hat auf Jalsa Salana 2004 in seiner Rede gesagt, Allah Ta'alas Nähe zu erlangen und ein gutes Ende zu finden, ist das einer der besten Wege, der soll euch, dass die Standhaftigkeit auf eure guten Taten und die Liebe zu ihm und in sich gute, positive Verbesserungen einzuführen. Und das ist sehr wichtige Mittel und Methode. Und damit können wir auch den Allahs Wort verbreiten. Und dadurch werden wir auch die Menschen, die Rechte der Schöpfung zu erfüllen. Das ist das System der Wasiyat. Also Muslim Islam sagt, sei frohe Botschaft für euch, denn Allahs Nähe zu erlangen, zu suchen, dieser Feld ist brach. Jedes Volk in der Welt ist in die materiellen Dinge verfallen und die bemüht sich nicht um Allahs Willen. Und diese
Feld ist frei und all die Leute, die mit voller Kraft diese Tür durchstoßen werden, denen sei es sicher, dass die werden Gottes Belohnung erhalten. Und wir sind wahrlich die Glücklichen, dass durch den Khilafat-System haben wir eine Verbindung zu diesem Wasiyat-System und wir, egal wie viel wir danken, wir können nicht genug danken für Allah, dass er uns diese Khilafat, dieses System der Wasiyat gegeben hat. Und für die Ahmadis ist mit den Khilafat stets verbunden zu sein, Khalifa erweckt zu lieben, ihm zu gehorchen. Denn es gibt heute keine bessere Gnade Allahs für die Menschen, denn seinen Khalifen zu installieren in der Welt. Und wir können nur voller Eifer in der Lichte Koranlehre und die Sunnat von Rasul Pak Sallam die Welt zufrieden rufen, denen Liebe geben und wieder eine neue Gesellschaft gründen. Also Khalifatul Masih sagt, wenn Sie Fortschritte machen möchten und in der Welt sich verbreiten möchten, dann sage ich euch, das ist meine Botschaft, seien Sie mit Khilafah stets verbunden und diese Seile Allahs halten Sie fest. Wir beten vor Allah Ta'ala, möge er uns auf seinen Weg leiten und uns seine Nähe geben und dass wir ein gutes Ende finden und dass wir von diesen Gläubigen gezählt werden, die vor dem Tod Allah Ta'ala so zu denen spricht, du, o beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, befriedigt in seiner Zufriedenheit, so tritt denn ein unter meine Diener und tritt in meine Gärten. Du, o beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, befriedigt in seiner Zufriedenheit. Rabbil Alamin.